is mir einerlei. Geschichten Dübelbrei von Romy van Mader. Der Schrank auf dem Hügel. Auf einem Hügel stand in einem Schrank ein kleiner Wicht namens Fürcht mich nicht. Er kaute munter auf einer blauen Schneckenbohne, die Bohnenschale rauf und wieder runter. Indes hörte man es am Hügel laut schreien. Das war Magneta Olsen, die wollte auch in den Schrank hinein. Doch Fürcht mich nicht hörte nichts, denn 2 von insgesamt 3 Bohnen steckten in seinen gelben Flauscheohren. Von dem Gebläge am grünen Hügel war sehr genervt Herr Fiespich Trübel und kam laut schnaufend angerannt, war förmlich außer Rand und Band. Und als er sah, was da geschah, schrie er laut auf: »Jetzt ist es gut, sonst hau ich drauf!« Magneta Olsen, ganz entsetzt, starrte in den Himmel und ward emotional schwerst verletzt. Sie streichelte ihr burstiges Haar, und ihr ward schnell klar, Fiespich Trübel war schon immer übel und sehr sonderbar. Eine Hummel brummelte heran und musste niesen. Dann ward es plötzlich mucksmäuschenstill, und es fing aus vollen Kannen an zu gießen. Fiespich Trübel rutschte auf einem nassen Grashalm aus und knallte mit einem lauten Schrei auf seine rote Nase. Sehr zur Verwunderung von Albert Spreitzer. Dieser Herr ward ein berühmter Bergspitzelhase. »Oh, wie kann ich helfen?« fragte Herr Albert Spreitzer ganz aufgeregt, und noch ehe er sich's versah, flog Trübel plötzlich über den Hügel drüber und ward weg. Sehr sonderbar. Seine langen Löffel spitzte Albert in die Höhe, horchte kurz auf und rief: Herr Trübel ist unten im Dorfe gut angekommen, nur sein linkes Bein ist etwas schief. Wen interessiert's? Keiner wollte es wissen. Und so hüpfte Albert Spreitzer einfach weiter und schien trotz Prasselregen und Donnerschlag ausgesprochen heiter. Frau Olsen indes, nass bis auf die Haut, hielt sich versteckt in einer kleinen Mulde unterm Schrank und schniefte laut: »So ein Mist, wär ich doch nur dem Wicht nicht hinterher!« Und geradewegs aufs Wort öffnete Fürcht mich nicht den Schrein und bat Frau Olsen freundlich zu sich rein. Während es draußen donnerte und blitzte, machte es sich drinnen im hölzernen Schrein Fürcht und Magneta ungemein fein und labten sich an Butterblumenkuchen und Kieselwein. Ja, so ein Tag in den Bergen kann ganz einfach herrlich sein. Solide Blechhahn und der Ratgeberlord. Frau Solide Blechhahn trank am allerliebsten aus einer großen Blechkaraffenkanne, selbstgemachten Düdellikör. Ihr Ehemann dachte, sie hätte nicht mehr alle Nadeln an der Tanne und machte sich so seine Sorgen. Und seine Arbeit blieb liegen. Und auf Anfragen, wann er diese zu erledigen gedachte, sagte er jeden Tag: »Sachte, sachte, morgen, morgen.« Frau Blechhahn kam das sehr verdächtig vor, und sie lief eines frühen Morgens auf und davon zu Loppenheimer Alois. Der wusste immer alles und war auch ganz schön fies. Denn sein Rat war sehr, sehr teuer, und kam man mit der Bezahlung in Verzug, dann bekam einem das so gar nicht gut. Schnell war Alois dann zur Stelle und nahm einen das letzte Hemd und machte dabei noch eine große Welle. Wie gut man es hätte, dass er ja so tolerant und dass man keinen zweiten Alois weder hier noch irgendwo anders fand. Frau Blechhahn lief mit dem Wissen um des Loppenheimers Gier dennoch zu ihm, denn es pressierte ihr sehr. Sie klopfte 3-mal an die goldene Tonne, zu der man täglich Einlass fand, so Alois Loppenheimer da war und einen Empfang. »Wer ist's?«
der meine Hilfe bedarf?« gluckste es aus dem goldenen Pott, und Solide Blechhahn stimmte fröhlich fort. »Oh, ich bin's, die Blechhahn Solide. Lieber Alois, bitte hilf mir, du bist doch unser Ratgeber, Lord.« Der Deckel sprang auf, und mit einem Sprung verschwand Solide Blechhahn in der Tonne Schlund. Laut gackern hörte man es über Wiesen und weite Flur, und Minuten und Stunden, ja ganze Tage vergingen. Es bildete sich bereits eine große Schlange vor der goldenen Tonne, und dann hörte man einen lauten Ruf. »Ich hab's! Du hast nicht mehr alle Nadeln an der Tanne!« Der Deckel klappte auf, und Solide hopste glücklich grinsend heraus. »Ja, aber das macht ja auch die Beste aus.« Ein Staunen und Raunen ging durch die wartende Schar, und alle dachten, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es vorbei mit der Aloischen Ratgeberzeit. Doch Solide beruhigte die Menge, hob stolz den Schnabel und sprach: »Seht nur alle her, das ist kein Unfug, das steht hier drin.« Dabei zeigte sie auf ein weltberühmtes Buch, welches sie unter ihren Achselfedern trug. Alle klatschten in die Hände und atmeten auf. Der Alois, der ist und bleibt wohl doch der Doofgescheite, und alles nahm seinen gewohnten Tonnenratgeberverlauf. Aus dem goldenen Bottich drinnen schrie Alois der glücklichen Frau Blechhahn noch ganz solide hinterher: »Das macht dann 420 Blechkaraffenkannen voll mit Düdellikör. Die hol ich mir nächste Woche. Ich schwör!« Einerlei. Ich sag dir, denk dir nix. Denn wenn du zu viel denkst, dann passiert dir nix. Und wenn dir nix passiert, dann kannst du nix erzählen. Da kannst du dich nur mit deinen Gedanken quälen. Drum sag ich dir, denk dir nix und mach was einfach so und denk dir nix dabei. Sei froh, dann hast du was, über das du wieder neu denken kannst. Oder eben nicht. Am besten denkst du nix. Dann hast du Energie und kannst recht fix all das machen und tun und dir nicht die Rübe vollpacken mit Dingen und Sachen, die dir nur Sorgen machen. Und ich muss hier nicht alles in reimende Strophen philosophen und dich überzeugen, mehr zu leben, als nur in deinem Kopf zu kleben. Und überhaupt, so sag ich dir, denk dir nix. Am Ende spielt es keine Rolle. Es ist, um es kurz zu machen, einerlei. Drum hol ich mir jetzt ne Tüte Bambusschuppen und brat mir auf deinem Kopf ein Ei. Denk dir nix dabei. Mockewon mit Klampfestouch. Ein Lieblingsessen, das verrate ich dir, das gibt es nur im Barschwantal, bei Hutzeklumps und Fiesetönrich. Nur da kannst du noch speisen wie ein König. Aus den alten Barbersocken brutzeln sie dir die feinsten Kartoffelnockerln. Und aus Opas altem Polyesterlumpen formen sie dir allerleckerste Puddingklumpen. So etwas hast du noch nie gegessen und wirst es, einmal erlebt, auch nie wieder vergessen. Aber die allertollste Köstlichkeit, die sie dir da bieten, sind Mockewon mit Klampfestouch. Nicht, dass du all das verpasst, drum gebe Acht, was ich dir jetzt sage. Denn diese Köstlichkeit gibt es da nicht alle Tage. Nur am Kohl-Milch-Sicheltag begibst du dich ganz früh dahin, sehr zeitig musst du wach sein und noch vorm Aufstehen auf der Fahrt sein, denn es ist schon oft passiert, dass man da ankommt und nichts mehr wird serviert. »Aus ist's«, heißt es da ganz schnell, und das Geheul und Gekreische klingt sehr schrill. So viele Leute habe ich da schon verzweifeln sehen. Sie taten mir leid, doch ich musste weitergehen. Mit dickem Bauch schleppte ich mich an den Schluchzenden vorbei, lief so schnell es ging über den vollen Parkplatz dahin
und quetschte mich in mein Autodachzelt hinein und fand da die wohlverdiente Mittagsruh und machte glücklich die Äuglein zu. Ich rieb meinen Wanst vor Vergnügen, während um mich herum die Gäste hilflos schrien und quiekten. Doch ich ward aufs Höchste erfreut. Ich war ja sehr gescheit, denn ich war der Erste auf dem Parkplatz und kam in den Genuss von Mockewon mit Klampfes-Touch. Auf einmal fing mein Auto an zu schwanken. Hunderte von Menschen kam es zu Gehör, dass ich einer der Auserwählten wär, der die hochgepriesene Speis verspeiste. Und sie wollten alle mehr von mir wissen und den Genuss und so. Und so rüttelten sie an meinem Auto, sehr zu meinem Verdruss. Denn droben auf dem Dach lag ich im Zelt, und durch dieses Gestoße und Getobe ward es um meinen Magen übel gestellt. Noch ein, zwei Wankler, ich spürte es und wollte schreien, doch dann erbrach ich mich aus meinem Zelt über die unter mir tobende Masse. Wie eine Fontäne schoss es aus mir heraus. Der schöne Mockewon und der schöne Klampfes-Touch traf die Köpfe der Leute mit einem lauten Kaflatsch. Ich ahnte, es würde mir gleich an den Kragen gehen. Stattdessen wollten alle noch mehr Mockewon mit Klampfes-Touch Fontänen. Ich erbrach mich bis auf den letzten Galletropfen und gebe dir daher noch eine Weisheit mit. Es reicht nicht, am Sonnenkohl-Milch-Sicheltag früh genug anzureisen, um zu speisen. Du musst auch dafür Sorge tragen, rechtzeitig wieder abzureisen. Begib dich fern von diesem Getümmel zur Ruhe. Erst dann mach zufrieden deine Augen zu. Mir egal, Brot. Im Feuermachtal gab es einst einen riesigen Skandal. Alle Feuermachertal-Leute waren aufgeregt, denn in der Bäckerei von Bäckermeister Zuselbrei ging es nicht mit rechten Dingen zu. Denn die Bäckerei hatte permanent Arbeitsruhe. Viele 100 Kilometer musste man ins andere Tal hineinfahren, um dort vor Ort sein Glück zu probieren, um noch ein, zwei Stück Kuchen und ein Brot zu kassieren. Ein großes Lauffeuer machte Runde um Runde. Bäckermeister Zuselbrei war das Geld wohl allerlei. Geerbt oder gewonnen haben musste er, und zwar einen großen Haufen, sonst könnte Zuselbrei sein Haus und alles darin bald verkaufen. Auch hatte man ihn schon länger nicht mehr gesehen. Seine Frau war längst über alle Berge mit einem Feuerwehrmann namens Zündelherge. Ja, man konnte die Trauer und den Frust des Bäckers Zuselbrei durchaus verstehen. Doch lange ist's her, jetzt ist's genug. Das Bäckergeschäft müsst schließlich weitergehen. Irgendwie schien sich dann noch etwas zu bewegen. Es ward in den noch dunkelgrauen Morgenstunden, da sah Franz Hosenbund, ein ortsbekannter Vagabund, im Bäckerhaus ein irrlichtes Licht. Dies meldete er sogleich dem Ortsvorstand Ludmund Gicht. Der warf sich schnell seinen rosaroten Morgenmantel über, denn sehr früh ward es an jenem Tag, der so viel unverhoffte Hoffnung allen Feuermachertalern versprach. Franz Hosenbund und Ludmig Gicht machten sich leise auf die Spurensuche nach des Bäckermeisters Licht. Sie spannten Augen und Ohren weit auf. Doch alles lag im Dunkeln, und die aufflammende Freude schien zu verpuffen, als Hosenbund und Gicht etwas hörten. Erst glaubten sie ihren Ohren nicht, doch dann schien es klar zu sein. Der Bäckermeister buk Brot im dunklen Morgenschein. Kein Licht schien durch die Rouladen der Bäckerstube, doch der Duft frisch gebackenen Brotes schlich sich durch die Lamellen, und noch weniger als 10 Minuten sah man die Feuermachertaler sich in Reih und Glied anstellen.
Mit bunten Leinenbeuteln und ganz aufgeregt sprangen sie von einem Bein aufs andere, denn es war nicht nur sehr früh, es war auch ausgesprochen kalt an jenem Morgen, der fortwehen sollte all die Brotes sorgen. Kurz darauf schellte die Kirchenglocke. Es schlug 6 Uhr und schlaggenau rollten die Rollos nach oben, und die Türe sprang auf, und rabenschwarz trat der Bäckermeister heraus und hob ein Brot hoch in die Höh. Es war groß und kugelrund und rußverbrannt, und mit weit offenem Mund posaunte er: »Nun, es ist vollbracht, es gibt wieder Brot, vorbei ist die Not, ob's euch schmeckt, ist mir egal, das Backen ist mir eine Qual, und wenn ihr trotzdem bei mir kaufen wollt, so soll es sein, ich stelle ab sofort den da, den Vagabunden, als Verkäufer ein.« Die Feuermachertaler wussten nicht recht, was sie davon halten sollten, und schlichen langsam, aber zielbewusst in des Bäckers Bäckerei und inspizierten die Regale, kauften Brot wie alle Tage, doch zu Hause war die Enttäuschung groß, denn die Brotleiber von Zuselbrei schmeckten weder Frau Kochtag noch Herrn Grützefrei. Seitdem, du kannst es dir denken, ist jener Tag ein Tag des Gedenkens an bessere Zeiten voller Geschmack, körnigem Teige und goldbrauner Kruste. Das war's, was ich dir unbedingt erzählen musste. Adalbert und die rebellische Höllenmaschine. An einem frühen Samstagvormittag, mitten im Monat Mai, die Mäuse pfiffen aus ihren Löchern und die Katzen tatzten auf den Dächern. Idyllisch war es, und die Sonne schien. Da kam der dicke Adalbert mit seiner Höllenmaschine. Laut knatterte der Motor auf, und die Verdrießlichkeit nahm ihren Lauf, denn jeder wusste nun, den ganzen lieben Tag wird der Adalbert Rasenmähen tun. Oh ja, bis 19 Uhr wird er fahren, auf und wieder ab, erst auf Stufe 1, dann auf Stufe 2 und zum Schluss auf Stufe 3, bis der grüne, hohe Rasen endlich raspelkurz. Tja, du wirst staunen, damit noch lange nicht Schluss. Adalbert holt noch sein Lineal hervor, misst nach und schaltet auf Stufe 4, denn er ist ein überaus gründlicher Rasenbarbier. Und lautstark und voller Pulle gibt er Gas. Und immer wieder, wenn man denkt, nun kann gar kein einziger Grashalm mehr stehen, doch, hast du dir gedacht, heult die Höllenmaschine abermals auf und zieht ihre Bahnen. Hoch und runter und hoch und runter und das jeden Tag. Erneut wird pausiert, das Hemd ausgezogen, denn es wird Adalbert warm. Seine Frau ist am Toben, warum er sich nicht zu ihr setzt an den Tisch und das Leben genießt. Doch eins hat sie noch nicht begriffen: Adalbert will von ihr gar nichts mehr wissen. Nur seine Höllenmaschine, die treibt ihn an, die gibt ihm das Gefühl, er ist ein waschechter Mann. Und so zieht er seine Bahnen, laut dröhnt es im ganzen Ort. Und dann, auf einmal, gibt es einen Knall, und es macht laut Püff! Und fort ist der Lärm und das laute Dröhnen, man hört nur ein leises, zaghaftes Stöhnen. »Adalbert!« So schreit seine Frau, die magere Kräte, und eilt zu ihrem Mann ganz geschwind. Der liegt auf dem kurzgeschnittenen Acker wie ein altersschwacher Gaul und hält sich am Kopf und stöhnt: »Au, au, au, au!« Beim näheren Betrachten wird einem schnell klar, der Höllenmaschine reicht es. Sie kam mit Adalbert nicht mehr klar. Ständig musste sie rotieren und scheren, konnte sich gegen seine Mähwut kaum noch erwehren. Doch auch
So eine Maschine hat Grips und Verstand. Und so schloss sie sich kurzerhand kurz. Und das brannte in Adalberts Gehirn wie ein Leuchtfeuerfurz. So ein paar Stöße von Strom haben schon manchen Mann geheilt. Und seit dieser Zeit ist von Montag bis Sonntag endlich Ruhe. Denn Adalbert sitzt zuckend am Tisch mit seiner Gräte. Vor ihm sprießen grüne Gräser und rote Beete, und im Schuppen neben ihm ruht sich aus die rebellische Höllenmaschine. Is mir einerlei. Geschichten Dübelbrei. Geschrieben von Romy van Mader. Gelesen von Anja Klukas.